Ich begrüße zum Themenfonds Talk nun Daniel Fauser. Daniel ist Co-Portfolio-Manager des nachhaltigen Aktienfonds von Swisscanto zum Investmentthema Wasser und Wasserschutz. Daniel, willkommen zum Themenfonds Talk. Vielen Dank. Daniel, das Fundament der künstlichen Intelligenz, das sind die Datenzentren, die sind nicht nur sehr hungrig nach Energie, sondern sind auch durstig nach Wasser, um ihre Prozessoren zu kühlen. Wie hoch ist der Verbrauch eigentlich heute schon und wie wird sich dieser entwickeln? Ja, Datencenter sind in der Tat mindestens so hungrig nach Wasser wie nach Energie. Gemäß einer US-amerikanischen Studie verbraucht ein Datencenter pro Tag mehr Wasser als 3600 Haushalte zusammengenommen. Und mit dem Bau von deutlich leistungsstärkeren, auf KI-Anwendungen spezialisierten Datencentern dürfte dieser Wasserverbrauch in Zukunft noch deutlich zunehmen. Schätzungen zufolge um bis zu den Faktor 10. Also ein enormer Verbrauch. Heißt das, dass eigentlich künstliche Intelligenz ein No-Go ist für Anlegerinnen und Anleger, die an Nachhaltigkeit und Lösungen für den Wasserschutz interessiert sind? Ja, einerseits ist es natürlich genau aus dem Grund so wichtig, die Wassereffizienz innerhalb der Datencenter möglichst zu maximieren, zum Beispiel durch wassereffizientere Kühlsysteme. Und andererseits eröffnet der eigentliche Zweck der Datencenter, nämlich die künstliche Intelligenz, auch gänzlich neue Chancen für einen effizienteren Umgang mit unserer Ressource Wasser. Kannst du da schon einige Beispiele nennen, die im Betrieb sind? Ja, sehr gerne. Also ganz grundsätzlich gesprochen gibt es natürlich eine Vielzahl von potenziellen KI-Anwendungen im Bereich Wasser. Und wenn wir da an die sogenannte physische KI denken, dann sind da vor allem KI-gesteuerte Pumpen und Ventile relevant, die die Wasserverteilung optimieren können und damit den Wasser- und übrigens ganz nebenbei auch den Energieverbrauch möglichst minimieren können. Außerdem können mit auf KI gestützter Computer Vision Bilder deutlich besser analysiert werden, um zum Beispiel subtilste Veränderungen der strukturellen Integrität von Dämmen oder auch Wasserleitungen frühzeitig zu identifizieren. Und zu guter Letzt kann mit KI die Wasserwirtschaft auch komplexe Szenarien berechnen, um zum Beispiel die Auswirkungen von extremen Wetterereignissen oder Infrastrukturausfällen zu simulieren. Du hast Pumpen und Ventile erwähnt. Eben diese Lösungen zielen ja vor allem auf die Branche der Versorger. Nun ist es aber so, dass die Landwirtschaft eigentlich der größte Verbraucher von Wasser ist. Gibt es da auch schon Anwendungen, die eben auch dort für einen effizienteren Umgang mit der Ressource Wasser sorgen? Ja, natürlich, wenn wir von künstlicher Intelligenz in der Landwirtschaft sprechen, dann meinen wir in der Regel die sogenannte Präzisionslandwirtschaft. Und bei der Präzisionslandwirtschaft, da werden Informationen zu Pflanzenarten, zu Sonneneinstrahlungsmustern, Wettervorhersagen oder auch Bodenfeuchtigkeit in Modellen aggregiert, um daraus wiederum möglichst optimale Prognosen für den Wasserbedarf der Pflanzen zu ermitteln. Also in anderen Worten gesagt, nichts anderes als möglichst eine Maximierung der Effizienz bei der Bewässerung. Um nun zusammenzufassen, welche 3 Takeaways nehmen Anlegerinnen und Anleger mit zu den Lösungen, die KI im Kampf gegen den Wasserverbrauch bietet? Erstens, Datenzentren verbrauchen bereits heute schon beträchtliche Mengen an Wasser und mit dem Ausbau der künstlichen Intelligenz wird dieser Wasserverbrauch in Zukunft wohl noch zunehmen. Zweitens hat die KI großes Potenzial zur Steigerung der Wassereffizienz, insbesondere in der Wasserversorgung und der Landwirtschaft. Und drittens kann mit auf KI gestützten Prognosen wohl auch längerfristig dem Problem oder der Gefahr der Wasserknappheit besser begegnet werden. Daniel, danke für das Gespräch. Vielen Dank.